Ja, hi Leute, willkommen auf meinem Kanal M4 Live und heute geht es wieder endlich um den M3 und es gibt ja was Neues zum M3. Ich habe nämlich jetzt die Eibach-Federn verbaut und ob die jetzt gut sind, ob die schlecht sind, wie tief der Wagen geworden ist, das alles findet ihr in diesem Video. Da quatschen wir gleich drüber und eine kurze Vorschau fürs nächste Video. Wie ihr wisst, habe ich den M3 jetzt über 5 Jahre und über 100.000 Kilometer. Und ja, ich werde nochmal so ein Video machen, weil viele mich immer draußen fragen, wie teuer ist so ein M3 unterhaltsmäßig und welche Reparaturen hatte ich. Und das wollte ich jetzt nochmal so zusammenfassen im nächsten Video. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, macht das einfach mal. Da verpasst ihr das Video auch nicht. Das heißt, wenn ihr Bock auf einen M3 habt, könnte euch das Video natürlich sehr, sehr weit helfen. So, genug gequatscht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und mit den Eibach-Federn. Viel Spaß! Da sind wir von drüben, welche Leute, seht ihr das? Jetzt ein bisschen Sound hören. Ach ja, es ist immer geil. Muss jetzt sein, ich kenne die nicht. Die waren auf einmal neben mir. Liebe Grüße gehen raus. Also wie gesagt, ich verlinke das hier oben nochmal das Video mit meinen ganzen Veränderungen am M3, was ich machen wollte. Dann habt ihr da schon mal so einen Überblick. Moment, jetzt kommt ein Tunnel. Das kann ich ja nicht stehen lassen, oder? Tunnel. Ach, das muss einfach sein. Ich kann es nicht lassen. Tut mir leid. Also ihr kennt das ja bestimmt alle. Jeder, der einen BMW fährt, ich glaube, das ist bei allen BMW immer so, dass das Fahrwerk vorne höher ist als hinten. Man sagt immer so Hängearsch dazu und ja, das ist einfach, sieht einfach kacke aus. Muss man ja einfach so zugestehen. Und deswegen ist bei vielen immer sofort der erste Schritt, ja, neues Fahrwerk rein oder neue Federn, damit es ein bisschen tiefer ist. Und ja, das wollte ich also, das hat mich dann immer genervt die ganze Zeit und eigentlich wollte ich nie was am Fahrwerk machen, weil wie gesagt, der M3 ist so wie er ist perfekt. Und mit dem BTC, dass ich die Dämpfer verstellen kann, das ist sehr, sehr geil. Also da habt ihr wirklich so, für den Alltag könnt ihr da wirklich alle Härtungsstufen einstellen. Also von normal über hart und ganz hart. Und das ist schon sehr cool und das wollte ich nicht vermissen. Und deswegen war ich so am Überlegen, was machst du dann? Holst du jetzt ein Fahrwerk, aber ein Fahrwerk ist eigentlich schon sehr geil, aber dann müsstest du eigentlich auf dem Ring fahren oder so, damit es sich wirklich lohnt. Und ich fahre nicht auf dem Ring und ich wollte einfach nur Optik ein bisschen besser haben. Ja, und deswegen habe ich jetzt dazu tendiert, um mir Federn einbauen zu lassen. Und liebe Grüße gehen nochmal raus an Markus, der mir die Eibach-Federn gegeben hat und ja, der mir die auch eingebaut hat. Nochmal liebe Grüße gehen nochmal raus, Markus. Oh Mann, das ist schon sehr hart, muss man ja sagen. Ja, nochmal ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr letztes Mal in diesem Video, was ich alles verändern wollte, dass ihr mir noch so viele Tipps gegeben habt. Viele haben ja von euch da draußen vorgeschlagen, KW-Gewindefedern sind sehr gut. Dann, wie gesagt, H&R sollen auch gut sein, bloß sie sind jetzt nicht ziemlich stark eben halt, dann kommst du sehr weit runter. Die meisten anderen verbauen ist eben KW, komplettes Fahrwerk von KW. Also wie gesagt, Markus hat ja M2 Competition, daher kennt ihr den Markus auch, der hat mir den auch geliehen, habe ich da ein Video von gemacht. Und da hat er ja auch das KW, also komplettes Fahrwerk von KW drin, Variante 3. Und das war auch schon sehr, sehr hart. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Federn von der Härte. Ja, ist schon nicht ohne, also das muss man schon mögen. Und weshalb ich Eibach so gut fand, also ich hatte früher bei meinem 335, ich blende nochmal ein Bild ein, jetzt bin ich natürlich viel rot, das ist von der Ampel vorne. Ich blende hier nochmal ein Bild ein, wie früher mein 335 war. Den hatte ich ja auch für ein paar Jahre. Und da hat mich das auch immer gestört, dass vorne der Abstand so hoch ist, dass er immer so hochbeinig aussah. Dann wisst ihr genau, was ich meine damit. Das blende ich jetzt hier nochmal ein. Alter Schwede, ey, macht das Bock. Mein Gott, ey. Also langsam ist was anderes. Ich krieg das Lächeln nicht weg. Vielleicht sieht man das im Dunkeln mal. Was mir noch sehr wichtig war, dass der Wagen nicht zu tief wird. Wie gesagt, das ist ja der M3 Competition, also mit Competition-Paket. Und der ist ja vom Haus aus schon 10 mm tiefer. Das heißt, viel tiefer kam da jetzt auch gar nicht, weil jetzt habe ich vorne 25 mm, hinten 15 mm. Ich hatte hinten schon ein bisschen Angst gehabt, dass es zu sehr schleift, also es passt alles perfekt. Vorne passt es auch perfekt. Also wie gesagt, von dem Abstand im Radkasten, da könnte es natürlich noch ein bisschen tiefer werden. Ist jetzt noch so eine Lücke da drin, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ja, noch tiefer wäre jetzt echt blöd, weil ich so viel mit dem Wagen fahre und es soll ja noch alltagstauglich sein und ich möchte auch noch in jedes Parkhaus kommen.
Ich weiß, viele von euch da draußen fahren den so tief, das sieht so mega geil aus, das gefällt mir auch super gut. Aber wenn du so viel damit fährst, und ich fahre auch viele schlechte Strecken und ich komme auch noch hier in das Parkhaus, das wäre mir echt super wichtig. Hätte ich Bedenken gehabt, wenn ich jetzt noch tiefer gemacht hätte. Also was mir aufgefallen ist jetzt, ich habe die jetzt über 1000 Kilometer verbaut, die Federn, dass es auf jeden Fall viel härter geworden ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich habe immer so gedacht, ja, ich habe nur immer gelesen, dass sie ganz gut sind, von der Härte nicht zu hart und vielleicht bin ich auch schon zu alt oder so, weiß ich nicht. Es ist so, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr einen M3 habt mit EDC, diesem elektronischen Dämpferfahrwerk, und ihr stellt dann auf Stufe 1. Das ist jetzt so bei mir immer. So müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, es ist jetzt schon nicht ohne eben halt. Ja? Wenn du so jetzt mal fährst und du hast jetzt keine Möglichkeiten mehr, das einzustellen. Das ist so ein bisschen schade, ja? wenn ich so denke, ja, kann ich jetzt nicht ändern, wenn ich jetzt eine scheiß Straße fahre oder so. Das ist so der einzige Nachteil, den ich jetzt am Fahrwerk habe. Was mir positiv aufgefallen ist, ich glaube, der Wagen liegt jetzt auch viel besser, auch in den Kurven. Also noch besser als vorher. Er war ja vorher schon sehr, sehr gut. Irgendwas ist ja immer. Also ein perfektes Fahrwerk mit Höhe und so. Was nicht so hart ist. Ich glaube, da musst du schon ein super Fahrwerk haben. Vielleicht was auch von KW, was es dann gibt, was du per Handy dann noch einstellen kannst von der Härte und so. Das wäre vielleicht noch genial. Aber ich glaube, die kosten auch, 3.000 oder so. Keine Ahnung, das war jetzt echt nicht so wichtig für mich. Aber was mir noch sehr wichtig ist, vielleicht könnt ihr mal einfach mal drunter schreiben, was habt ihr denn für Erfahrungen mit Fahrwerken gemacht oder mit Federn. Vielleicht können wir es zusammen hier unten in dem Video zusammen sammeln. Das heißt, dann würden wir so eine kleine Übersicht haben für alle Leute, die sich da draußen interessieren, zwischen Federn und Fahrwerke, was ist gut, was ist nicht so gut. Und das wäre so eine super Hilfe für uns alle da draußen, glaube ich. Wir als BMW-Fahrer müssen doch zusammenhalten. Ich blende dann jetzt hier auch noch mal so ein Bild ein, wie es vorher war und nachher ist. Vielleicht kann man das dann so ein bisschen sehen. Und dann blende ich noch mal ein Bild ein. Das heißt, man muss ja noch daran denken, wenn ich mich reinsetze und fahre. Dann ist es vorne auch ein bisschen tiefer noch. Und das sollte es eigentlich so gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Ich mache das ein bisschen abends, das Video jetzt hier. Ist ein bisschen blöd, dass es schon so dunkel ist. Aber das wollte ich mit euch jetzt auf jeden Fall mal teilen. Und wie gesagt, mich interessiert da draußen, wie sind eure Erfahrungen mit Federn, Fahrwerken? Sagt ihr, habt ihr gute Erfahrungen, habt ihr schlechte Erfahrungen? Würdet ihr es normal machen? Oder sagt ihr, ich fahre auch so viel mit dem Wagen, mit dem M oder mit dem anderen BMW und das mit dem Fahrwerk ist mir einfach zu hart gewesen. Oder vielleicht habt ihr schon wieder ausgebaut, die Federn oder am Fahrwerk. Das würde mich super interessieren. Haut mal einfach in die Kommentare, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht und welche Marken sind gut, welche Marken sind nicht gut, sodass wir alle BMW-Fahrer was davon haben. Und ihr könnt vielleicht einfach mal reinschreiben, was ist euch denn so am wichtigsten beim Fahrwerk? Ist euch mehr so die Optik oder auch so Komfort und oder sagt ihr, ihr braucht das unbedingt, weil es gibt manche BMWs, die jetzt kein M sind, die sind einfach zu schwammig. Also das hast du ja wie so eine, was hat der Raphael geschrieben, wie so eine AIDA bei Tempo 200, das ist natürlich auch scheiße. Dann ist es auch sehr unsicher und es muss ja auch nicht sein. Aber was ich mir immer denke, dass die Ingenieure jetzt beim M-Fahrzeug sich schon so das Beste gemacht haben, aber es entwickelt sich immer weiter. Und wenn man jetzt überlegt, der ist jetzt Baujahr, wann fing die an? Die M327, glaube ich. Und wenn ihr jetzt überlegt, 12 Jahre weiter, ist es natürlich der Stand der Technik ganz anderer. Ne? Das soll es jetzt gewesen sein und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich sag mal bis die Tage, haut rein. Ciao. I've asked you, but I need you, and you're off my radar now.